Die Antarktis ist mehr als nur eine eisige Wüste. Sie ist ein Ort voller Rätsel, unerforschter Gebiete und streng geheimer Zonen. Während uns die Wissenschaft weismachen will, dass es hier nur Eis und Schnee gibt, kursieren seit Jahrzehnten Theorien, die auf etwas viel Größeres hindeuten. Geheime Militärbasen, unterdrückte archäologische Funde und sogar Hinweise auf außerirdische Präsenz. Doch warum gibt es so viele Sperrgebiete in einer Region, die eigentlich niemandem gehört? Warum verschwinden Forscher oder kehren mit verstörenden Berichten zurück? Und warum haben Supermächte wie die USA und Russland ein so großes Interesse daran, bestimmte Teile der Antarktis unter ihrer Kontrolle zu halten? In diesem Artikel gehen wir den 10 größten Mythen der Antarktis auf den Grund. Dabei decken wir Theorien auf, die von der Existenz uralter Zivilisationen bis hin zu geheimen Nazi-Basen reichen. Eines ist sicher: Die Antarktis ist weitaus mehr als nur eine Eiswüste. Sie könnte der Schlüssel zu Geheimnissen sein, die die gesamte Menschheitsgeschichte in Frage stellen. Die Nazi-Basis Neuschwabenland. Lebt das Dritte Reich unter dem Eis weiter? Seit Jahrzehnten gibt es Spekulationen, dass sich Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg in die Antarktis abgesetzt haben. Diese Theorie basiert auf realen Ereignissen. 1938 entsandte das Deutsche Reich eine Expedition in die Antarktis, um ein Gebiet namens Neuschwabenland zu kartografieren. Doch warum investierte Nazi-Deutschland so viele Ressourcen in eine so abgelegene Region? Einige Verschwörungstheorien besagen, dass die Nazis dort eine geheime Hochtechnologie entdeckten, möglicherweise Überreste einer uralten Zivilisation oder sogar außerirdischen Ursprungs. Diese Technologie könnte so bahnbrechend gewesen sein, dass die Nazis sie unbedingt für sich behalten wollten. Nach dem Krieg sollen hochrangige Nazis, darunter führende Wissenschaftler und Offiziere, nach Neuschwabenland geflohen sein, um dort weiter an geheimen Projekten zu arbeiten. Manche behaupten sogar, dass Hitler selbst dorthin entkommen konnte. Offizielle Geschichtsschreiber bestreiten das, aber Beweise für Hitlers Tod gibt es bis heute nicht. Doch das wirklich Erschreckende kommt erst noch. 1946 startete die USA unter Admiral Richard E. Byrd die Operation High Jump, eine massive militärische Expedition mit über 4.700 Soldaten, Kriegsschiffen und Flugzeugen. Die offizielle Erklärung war eine Erkundungsmission, doch einige glauben, dass sie in Wirklichkeit versuchten, die geheime Nazi-Basis anzugreifen. Gerüchte besagen, dass die Amerikaner dort auf eine überlegene Technologie trafen. Möglicherweise fortschrittliche Fluggeräte, die als die ersten UFOs bezeichnet wurden. Die Mission wurde abrupt abgebrochen und Admiral Byrd selbst gab nach seiner Rückkehr kryptische Interviews. Er sprach von einer Bedrohung, die schnell von Pol zu Pol reisen kann. Was genau geschah in der Antarktis? Warum kehrten die US-Truppen überstürzt zurück? Und warum wurde Operation High Jump jahrelang geheim gehalten? Bis heute sind bestimmte Regionen in der Antarktis für die Öffentlichkeit gesperrt, darunter auch große Teile von Neuschwabenland. Was wird dort wirklich versteckt? Lebt die Technologie des Dritten Reichs im Verborgenen weiter? Oder gibt es eine noch viel größere Wahrheit, die uns verheimlicht wird? Antike Ruinen unter dem Eis. War die Antarktis einst bewohnt? Satellitenaufnahmen der Antarktis zeigen immer wieder mysteriöse, symmetrische Strukturen unter dem Eis, die nicht natürlichen Ursprungs zu sein scheinen. Forscher und Verschwörungstheoretiker sind sich uneinig. Handelt es sich um geologische Formationen? Oder sind es die Überreste einer uralten, längst vergessenen Zivilisation?
Einige Theorien besagen, dass die Antarktis nicht immer eine eisige Wüste war. Vor Millionen von Jahren war sie von tropischen Wäldern bedeckt und besaß ein Klima, das mit dem heutigen Südamerika vergleichbar war. Geologen bestätigen, dass es in dieser Zeit eine vielfältige Fauna und Flora gab. Doch könnte dort auch eine fortschrittliche Kultur existiert haben. Ein umstrittener Bericht aus dem Jahr 2002 behauptet, dass ein Team von Wissenschaftlern unter strengster Geheimhaltung eine riesige, unterirdische Struktur tief im antarktischen Eis entdeckt habe. Diese Struktur sei so groß wie eine Stadt und weise perfekte geometrische Muster auf, die nicht auf natürliche Weise entstanden sein könnten. Pyramiden in der Antarktis, ein globales Rätsel. 2012 tauchten Satellitenbilder von pyramidenförmigen Strukturen in der Antarktis auf, die frappierende Ähnlichkeit mit den Pyramiden von Gizeh haben. Zufall? Kritiker argumentieren, dass es sich um natürliche Bergformationen handelt, doch viele glauben, dass es sich hier um die Überreste einer antiken Hochkultur handeln könnte. Warum sollten Pyramiden in der Antarktis existieren? Könnte es sein, dass eine längst vergessene Zivilisation sie errichtet hat? Möglicherweise zur gleichen Zeit wie die Ägypter oder gar noch viel früher. Die Karte des Piri Reis, Beweis für eine eisfreie Antarktis? Ein weiteres Indiz für eine antike Zivilisation in der Antarktis ist die berühmte Piri Reis-Karte, eine Weltkarte aus dem Jahr 1513. Auf dieser Karte ist die Antarktis ohne Eis abgebildet, mit detaillierten Küstenlinien, die erst Jahrhunderte später durch moderne Technik bestätigt wurden. Wie konnte ein osmanischer Admiral im 16. Jahrhundert die Antarktis so präzise kartografieren, wenn sie offiziell erst 1820 entdeckt wurde? War die Karte das Werk einer verschwundenen Hochkultur, die die Antarktis kannte, bevor sie vom Eis begraben wurde? Eine unterdrückte Wahrheit? Warum wird nicht öffentlich nach diesen Ruinen geforscht? Warum sind große Teile der Antarktis für zivile Expeditionen streng gesperrt? Gibt es eine Wahrheit, die uns verheimlicht wird? Eine, die das Verständnis unserer gesamten Geschichte auf den Kopf stellen könnte. Möglicherweise liegt unter den Gletschern die größte Entdeckung der Menschheit. Die Überreste einer Zivilisation, die vor Jahrtausenden unterging. Doch ob wir jemals die Wahrheit erfahren werden, bleibt ungewiss. Die hohle Erde, Admiral Byrds mysteriöser Flug in eine verborgene Welt. Eine der rätselhaftesten Geschichten über die Antarktis stammt von Admiral Richard E. Byrd, einem hochdekorierten US-Militär- und Polarforscher. Während einer Expedition im Jahr 1947 soll er, laut angeblichen geheimen Tagebucheinträgen, etwas Unglaubliches erlebt haben. Er flog durch eine riesige Öffnung im Eis und entdeckte eine verborgene Welt. Was Byrd sah, eine unbekannte Zivilisation? Laut diesen umstrittenen Berichten soll Byrd nicht nur eine riesige Höhle entdeckt haben, sondern auch eine üppige Landschaft mit grünen Wäldern, Flüssen und sogar riesigen Tieren, die der Urzeit entstammen könnten. Doch das Erstaunlichste: Er soll auf Lebensformen gestoßen sein, die eine weit überlegene Intelligenz besaßen. Diese Wesen warnten ihn angeblich vor den selbstzerstörerischen Tendenzen der Menschheit und mahnten zu Frieden. Sie sollen ihm mitgeteilt haben, dass sie seit Jahrhunderten die Entwicklung der Erdoberfläche beobachten und sich nicht in unsere Konflikte einmischen, solange wir keine direkte Bedrohung für sie darstellen. Die hohle Erde eine uralte Theorie? Die Theorie der hohlen Erde ist keine neue Idee. Schon im 17. Jahrhundert gab es Wissenschaftler, die glaubten, dass unser Planet im Inneren hohl ist und riesige verborgene Höhlen mit eigenem Klima und Lebewesen existieren. Einige Versionen dieser Theorie besagen, dass es ein riesiges Netzwerk von Tunneln gibt,
das von der Antarktis bis zu anderen mysteriösen Orten wie dem Himalaya oder Südamerika reicht. Anhänger dieser Idee behaupten, dass die Pole tatsächlich riesige Öffnungen zur inneren Erde sein könnten, und genau dort könnte Admiral Byrd hineingeflogen sein. Vertuschte Beweise? Warum sind Byrds Aufzeichnungen geheim? Das wirklich Mysteriöse an Byrds Geschichte ist, dass seine Originalaufzeichnungen über diesen Flug bis heute unter Verschluss gehalten werden. Offizielle Dokumente berichten lediglich von einer normalen Forschungsmission, aber warum wurden große Teile der Operation High Jump, seine Antarktis-Expedition, bis heute nicht veröffentlicht? Kapitel 4 – Geheime Militärbasen und Experimente. Was verbergen die Supermächte in der Antarktis? Die Antarktis offiziell ein friedlicher, wissenschaftlicher Kontinent. Doch hinter dieser Fassade könnte sich eines der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte verbergen. Warum gibt es Sperrzonen, zu denen selbst Forscher keinen Zugang haben? Warum sind bestimmte Regionen auf Satellitenbildern zensiert? Das Antarktis-Abkommen. Eine Tarnung für geheime Operationen. 1959 unterzeichneten mehrere Nationen das Antarktis-Abkommen, das militärische Aktivitäten auf dem Kontinent verbietet. Doch was, wenn dieses Abkommen nur ein Vorwand ist, um von den wahren Vorgängen abzulenken? Wetterkontrolle: manipuliert die Antarktis unser Klima? Eines der gruseligsten Gerüchte besagt, dass die Antarktis ein Testgebiet für Wetterkontrollwaffen ist. Mit riesigen Antennenanlagen in Alaska könnten elektromagnetische Wellen in die Atmosphäre geschickt werden, um Stürme, Hitzewellen oder sogar Erdbeben künstlich auszulösen. Klingt wie Science Fiction? Vielleicht. Doch Forscher haben in der Antarktis ungewöhnliche Frequenzsignale und elektromagnetische Anomalien gemessen. Warum ist genau diese Region von Wissenschaftlern so schwer zugänglich? Geheime Untergrundbasen. Was wird unter dem Eis versteckt? Ein besonders rätselhafter Ort ist die sogenannte Area 122. Ein Gebiet, das auf Karten nicht existiert und auf Satellitenbildern komplett zensiert ist. Offizielle Stellen schweigen, doch Whistleblower behaupten, dass an sich dort eine gigantische unterirdische Basis befinden soll, in der geheime Experimente durchgeführt werden. Theorien besagen, dass hier Antigravitationstechnologien getestet werden, Energiewaffen entwickelt werden, fremde Technologien aus unbekannten Quellen erforscht werden. Mysteriöse Todesfälle und verschwundene Forscher. Immer wieder gibt es Berichte über Wissenschaftler, die in der Antarktis spurlos verschwinden oder nach ihrer Rückkehr unter seltsamen Umständen sterben. Ein Beispiel: Dr. Rodney Marks, ein australischer Astrophysiker, starb 2000 auf rätselhafte Weise an einer angeblichen Methanolvergiftung. Die Antarktis, ein geheimer Kriegsschauplatz. Immer wieder berichten Piloten und Forscher von unbekannten Flugobjekten, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegen. Russische und amerikanische Militärs sollen bereits in den 1980er Jahren in der Antarktis auf etwas gestoßen sein, das nicht von dieser Welt ist. Was, wenn unter dem Eis der Antarktis eine verborgene Bedrohung lauert? Eine, die unsere Regierungen mit allen Mitteln geheim halten. Die Beweise verdichten sich. Die Antarktis könnte der Schlüssel zu einer Wahrheit sein, die alles verändert. Was denkst du? Schreib es in die Kommentare. Kapitel 5 – UFO-Sichtungen und außerirdische Basen. Ist die Antarktis ein geheimer Stützpunkt? Die Antarktis ist nicht nur für ihre eisigen Wüsten und undurchdringlichen Gletscher bekannt, sie könnte auch ein geheimer Stützpunkt für außerirdische Zivilisationen sein.
Immer wieder tauchen Berichte über UFO-Sichtungen und mysteriöse Phänomene in der Region auf. Einige Theoretiker glauben, dass sich unter dem dicken Eis der Antarktis eine geheime, außerirdische Basis befindet, die möglicherweise schon seit Jahrtausenden existiert. Doch was könnte dort verborgen sein? Und warum wird dieses Thema von den Regierungen so vehement verschwiegen? UFO-Sichtungen über der Antarktis, häuft sich das Mysterium. Im Laufe der Jahre haben zahlreiche Flugzeugpiloten, Forscher und Militärs über unerklärliche Lichter und UFOs berichtet, die über der Antarktis fliegen. Diese Sichtungen sind nicht isoliert, sondern wiederholen sich immer wieder. Ein weiteres rätselhaftes Phänomen, das Forscher und Verschwörungstheoretiker gleichermaßen beschäftigt. Doch was könnte der Grund für diese Häufung von UFO-Sichtungen sein? Warum ausgerechnet über der Antarktis? Gigantische Tunnel unter dem Eis? Verborgene Technologie? Doch UFOs sind nicht das einzige mysteriöse Element, das die Antarktis umgibt. Satellitenbilder und Sonaraufnahmen haben angeblich riesige, künstlich wirkende Tunnelstrukturen unter dem Eis aufgezeigt. Beweise für eine unterirdische Welt, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Einige glauben, dass diese Tunnel einst von einer alten, technologisch überlegenen Zivilisation errichtet wurden, um fortschrittliche Maschinen oder Außerirdische zu verstecken. Die Theorie ist verlockend. Wenn diese Tunnel existieren, könnten sie riesige, fortschrittliche Maschinen oder Artefakte beherbergen, die von einer unbekannten Macht kontrolliert werden. Das Geheimnis der Eingänge zur Antarktis. Was wird wirklich verborgen? Eines der bekanntesten Gerüchte besagt, dass sich in der Nähe der Antarktis geheime Eingänge zu unterirdischen Basen befinden. Diese Eingänge sind angeblich so gut verborgen, dass selbst modernste Spionagesatelliten sie nicht erkennen können. Warum die Geheimhaltung? Einige Theorien besagen, dass die Eingänge zu einer fremden Basis führen, die bereits seit Jahrtausenden von einer extraterrestrischen Zivilisation kontrolliert wird. Diese Zivilisation soll über Technologien verfügen, die die Menschheit nicht verstehen kann, geschweige denn kontrollieren. Wer kontrolliert die Basis, Regierungen oder eine überlegene Macht? Doch die Frage bleibt, wer kontrolliert diese geheime, außerirdische Basis? Sind es die Regierungen, die sich über die Jahre hinweg Zugang verschafft haben, um die Technologie zu erforschen und vielleicht sogar zu nutzen? Oder handelt es sich um eine überlegene Macht, die über unser Verständnis von Wissenschaft und Technologie hinausgeht und deren Einfluss weit über die Antarktis hinausreicht? Die Theorie, dass diese Basis von außerirdischen Wesen kontrolliert wird, hat ihren Ursprung in alten Mythologien und in den Berichten von UFO-Zeugen. Manche glauben, dass die Regierungen der Welt in einer geheimen Allianz mit diesen Wesen stehen, um von den dort verborgenen Technologien zu profitieren. Was bleibt uns verborgen? Und was wird geschehen, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt? In den eisigen Weiten der Antarktis gibt es ein Phänomen, das immer wieder die Fantasie der Menschen anregt. Mysteriöse, kreisförmige Öffnungen im Eis, die regelmäßig auf Satellitenbildern auftauchen. Wissenschaftler erklären diese ungewöhnlichen Erscheinungen oft mit natürlichen Schmelzprozessen, bei denen das Eis durch geothermische Aktivitäten oder durch das Schmelzen von Wasser unter der Oberfläche kollabiert. Doch für viele Verschwörungstheoretiker sind diese Öffnungen alles andere als ein Zufall. Sie sind Tore zu einer Welt, die der Menschheit verborgen bleibt. Es gibt immer wieder Berichte von rätselhaften, kreisförmigen Öffnungen, die unter dem dicken Eis der Antarktis auftauchen. Die auffällige Symmetrie dieser Löcher sorgt bei vielen Beobachtern für Stirnrunzeln. Warum sind diese Öffnungen so perfekt rund? Wären sie das Produkt eines natürlichen Prozesses, müsste man mit zufälligeren Formen rechnen. Doch hier ist nichts zufällig.
Einige glauben, dass diese geometrische Präzision ein Hinweis auf eine künstliche Herkunft ist. Einige der bekanntesten dieser mysteriösen Löcher sind aus der Nähe betrachtet von Tunnelstrukturen umgeben, die scheinbar tief in das Innere des Eises führen. Die auffällige Symmetrie dieser Formationen hat zu Spekulationen geführt, dass diese Löcher keine natürlichen geologischen Erscheinungen sind, sondern vielleicht geheime Eingänge zu unterirdischen Basen, die tief unter dem Eis verborgen liegen. Verschiedene Theorien spekulieren, dass die mysteriösen Löcher als Eingänge zu unterirdischen Basen fungieren. Wer könnte diese Basen errichtet haben? Einige behaupten, dass sie von außerirdischen Zivilisationen stammen könnten, die in der Antarktis versteckt sind. Warum sonst sollten solche ungewöhnlichen Öffnungen in einem so abgelegenen und unerforschten Teil der Erde existieren? Andere sind überzeugt, dass diese Löcher Portale zu einer völlig anderen Dimension oder einer parallelen Welt sein könnten. Ein faszinierender Gedanke. Könnten diese Öffnungen von fortschrittlichen Technologien oder übernatürlichen Kräften erzeugt worden sein, um Zugang zu einer geheimen Welt zu ermöglichen? Die Theorie, dass diese Löcher nicht einfach geologische Formationen sind, sondern dimensionale Tore zu einer anderen Realität, hat eine große Anhängerschaft unter den Anhängern des paranormalen Phänomens. Einige glauben sogar, dass sie der Schlüssel zu den geheimen Wissensschätzen der Erde sind. Eine Art Verbindung zwischen unserer Welt und einer längst vergessenen Zivilisation oder einer fremden Macht. Warum hören wir so wenig über diese mysteriösen Löcher und ihre möglichen Implikationen? Wissenschaftler und Regierungen haben bisher keine detaillierten Berichte veröffentlicht und Satellitenbilder sind oft bearbeitet oder zensiert. Die wenigen Berichte, die durchgesickert sind, sprechen von einem systematischen Versuch, Informationen zu unterdrücken. Warum werden diese Entdeckungen nicht weiter erforscht? Was wird hinter verschlossenen Türen versteckt? Unter dem dicken Eispanzer der Antarktis liegt ein geheimnisvoller Ort, der seit Millionen von Jahren vom Rest der Welt abgeschottet ist. Der See Vostok. Er befindet sich etwa 4 Kilometer unter der Eisdecke und ist einer der größten subglazialen Seen der Erde. Forscher und Wissenschaftler haben ihn jahrelang intensiv untersucht. Doch was sich in diesem abgelegenen, nahezu unzugänglichen See verbirgt, bleibt eines der größten Geheimnisse der Antarktis. Der See Vostok ist seit mehr als 15 Millionen Jahren von der Außenwelt abgeschottet. Kein Licht, keine Verbindung zur Atmosphäre, ein extrem isoliertes Ökosystem. Was aber noch faszinierender ist: Trotz dieser extremen Bedingungen haben Forscher im Jahr 2012 Mikroben in den Wassern des Sees entdeckt. Diese Mikroben sind besonders bemerkenswert, da sie unter solch extremen, isolierten Bedingungen überleben konnten und keine Ähnlichkeit mit den Lebensformen in anderen Gewässern der Welt aufwiesen. Was, wenn im dunklen, verborgenen Wasser des Sees noch ungekannte urzeitliche Lebensformen existieren, die keine Verbindung zu den bekannten Ökosystemen der Erde haben? Einige Wissenschaftler spekulieren, dass der See Vostok ein Ökosystem enthält, das seit der Eiszeit ungestört existiert und daher einzigartige Lebensformen hervorgebracht hat, die wir uns kaum vorstellen können. Andere glauben, dass die Bedingungen im See möglicherweise sogar die Entstehung von außerirdischem Leben begünstigen könnten, das durch Meteoriten oder andere kosmische Ereignisse dorthin gelangt ist. Eine noch gewagtere Theorie besagt, dass der See Vostok ein außerirdisches Ökosystem beherbergen könnte. Da der See so isoliert und extrem schwer zugänglich ist, könnte er ein unbekanntes Lebensumfeld enthalten, das vor Millionen von Jahren durch Meteoriten oder kosmische Strahlung aus dem All entstanden sein könnte. Einige Verschwörungstheoretiker spekulieren sogar, dass außerirdische Lebensformen unter dem Eis des Sees Vostok auf ihre Entdeckung warten. Wesen, die möglicherweise schon lange in den Tiefen des Sees existieren und die Menschheit noch nie zu Gesicht bekommen hat. Die Entdeckungen in und rund um den See Vostok haben weltweit für Aufsehen gesorgt. Wissenschaftler, die den See bohrend untersuchten, berichten, dass sie tief unter dem Eis ein mysteriöses, unbekanntes Vakuum fanden, das die Spekulationen anheizte.
Warum ist dieser See so abgeschottet? Warum dauert es so lange, bis wir mehr über ihn erfahren können? Wurde die wahre Entdeckung absichtlich verschwiegen, um die Welt vor den möglichen Gefahren unbekannter Lebensformen zu schützen? Ein weiterer faszinierender Aspekt des Sees ist die Tatsache, dass er extrem schwer zu erreichen und zu erforschen ist. Der Druck und die Tiefe des Wassers machen die Erforschung extrem kompliziert und gefährlich. Es gibt jedoch Gerüchte über geheime, unbestätigte Entdeckungen, die die Frage aufwerfen, ob Regierungen und Wissenschaftler in Wahrheit bereits tiefere Geheimnisse im See Vostok aufgedeckt haben. Die Frage, ob die Antarktis einst Atlantis war, gehört zu den faszinierendsten und zugleich kontroversesten Theorien, die sich um den mysteriösen Kontinent ranken. Ein entscheidendes Puzzlestück in der Diskussion um Atlantis ist die Piri-Reis-Karte, die 1513 von dem türkischen Admiral und Kartografen Piri Reis angefertigt wurde. Die Existenz einer Karte, die eine eisfreie Antarktis zeigt, stellt eine gewaltige Herausforderung für die vorherrschende historische Lehre dar. Ein weiteres Indiz, das die Theorie stützt, ist die geologische Untersuchung der Antarktis. Forscher haben Hinweise darauf gefunden, dass der Kontinent vor rund 12.000 Jahren, in der Zeit als Atlantis laut Platon unterging, eisfrei war und ein gemäßigtes Klima aufwies. Diese Daten stimmen mit den Überlieferungen in Platons Dialogen überein, in denen er von einer großartigen Zivilisation berichtet, die in der Nähe des Polarkreises existierte, aber nach einer Katastrophe versank. Einige Archäologen und Historiker stellen sogar die Theorie auf, dass Atlantis nicht nur eine einzelne Insel war, sondern ein Netzwerk von fortschrittlichen Kulturen, das sich über große Teile der Erde erstreckte. Die Antarktis könnte in dieser Theorie als der Ursprung oder als ein wichtiger Teil dieser verlorenen Welt fungiert haben. Könnte es sein, dass die antiken Bewohner der Erde, die diese fortschrittliche Zivilisation hervorgebracht haben, Wissen über den Kontinent unter Eis hatten und die Geografie ihrer Welt mit einem unverständlichen Wissen kartografierten? Die Theorie, dass die Antarktis einst das legendäre Atlantis war, wird auch von der Idee gestützt, dass globaler Klimawandel und Katastrophen wie Kometeneinschläge oder polare Verschiebungen für den plötzlichen Untergang der Zivilisation verantwortlich sein könnten. Einige Theoretiker spekulieren, dass die antike Zivilisation, die in der Antarktis lebte, mit einer technologischen Überlegenheit ausgestattet war, aber einem katastrophalen Ereignis zum Opfer fiel. Dies könnte zu einer dramatischen Verschiebung der Erdachsen und dem Gefrieren des Kontinents geführt haben, was die hochentwickelte Zivilisation unter Eis begrub. Was die Theorie weiter unterstützt, sind Berichte aus verschiedenen antiken Kulturen, die von einer hochentwickelten Zivilisation im Süden sprechen, deren Wissen und Technologien nie wieder entdeckt wurden. Ist es möglich, dass Atlantis, die mystische Zivilisation, von der immer wieder erzählt wird, nicht nur ein Mythos ist, sondern tatsächlich in der Antarktis existierte? Bevor der eisige Mantel den Kontinent für immer in seine kalte Umarmung schloss. Die Theorie, dass die Antarktis einst Atlantis war, bleibt ein faszinierendes Rätsel, das die Geschichte umschreiben könnte. Während die Wissenschaft nach Beweisen sucht, werfen die alten Karten und geologischen Untersuchungen neue Fragen auf. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis die geheimen Türen dieser verlorenen Welt aufgestoßen werden. Doch was werden wir dann entdecken? Ein Wissen, das die Menschheit in eine neue Ära katapultieren könnte, oder ein geheimnisvolles Erbe, das wir besser nicht wiederbeleben sollten? Die Antarktis ist nicht nur wegen ihres ewigen Eises und ihrer extremen Kälte ein Ort des Rätsels, sie ist auch ein Ort, an dem immer wieder Berichte über gigantische Kreaturen auftauchen, die in den geheimen Tiefen der eisigen Gewässer lauern.
Besonders mysteriös ist die Geschichte des Ningen, eines gigantischen humanoiden Wesens, das angeblich in den Gewässern der Antarktis gesichtet wurde. Doch was ist die Wahrheit hinter diesen beunruhigenden Berichten? Handelt es sich um eine unbekannte Spezies, die in den unzugänglichen Regionen der Antarktis lebt? Oder könnte es sich um etwas anderes handeln, etwas viel Unheimlicheres? Die Geschichte des Ningen begann Mitte der 2000er Jahre als Berichte über unidentifizierte Kreaturen in den Gewässern der Antarktis auftauchten. Fischerei- und Forschungsschiffe berichteten von gigantischen, menschenähnlichen Wesen, die von den Eisbrocken aufgetaucht waren. Wesen, die weit größer und monströser waren als alles, was die Menschheit je zuvor gesehen hatte. Diese Kreaturen sollen eine humanoide Form gehabt haben, mit einem blassen, fast leuchtenden Körper und großen Augen, die die Dunkelheit der antarktischen Gewässer durchbrachen. Einige Berichte sprechen von Kreaturen, die mehrere Dutzend Meter lang waren, mit Gliedmaßen, die an die eines Menschen erinnerten, jedoch in ihrer Größe und Beweglichkeit weit über das hinausgingen, was wir von irdischen Tieren kennen. Besonders unheimlich ist die Tatsache, dass diese Wesen häufig in der Nähe der polaren Gewässer gesichtet wurden, einem der entlegensten Orte der Erde, der von den meisten Menschen unzugänglich ist. Die Frage, die sich stellt, ist: Was könnte hinter den Ningen-Sichtungen stecken? Einige Theoretiker vermuten, dass es sich bei den Wesen um eine völlig unbekannte Meereskreatur handelt, die seit Jahrtausenden im tiefen Wasser der Antarktis lebt. Möglicherweise handelt es sich um ein Überbleibsel einer verlorenen Urzeitzivilisation, das sich tief unter dem Eis entwickelt hat, geschützt vor den Augen der Menschheit. Die antarktischen Gewässer sind bekannt für ihre geheimen Tiefen und werden oft als ungeforscht bezeichnet, da der Zugang zu diesen Regionen schwierig ist und die extremen Bedingungen die Erkundung erschweren. Die Antarktis bleibt eines der größten ungelösten Rätsel der Welt. Unter ihrem ewigen Eis verbergen sich Geheimnisse, die unsere Vorstellung von Geschichte, Technologie und sogar dem Ursprung der Menschheit herausfordern. Geheime militärische Basen, unterirdische Ruinen, UFO-Absturzstellen und versteckte Technologien, all das sorgt für Spekulationen und Verschwörungstheorien, die von vielen als wahr erachtet werden. Warum sind so viele Zonen in der Antarktis für die Öffentlichkeit gesperrt? Welche Technologien oder Entdeckungen will die Weltmacht verborgen halten? Die wahren Antworten könnten unsere gesamte Sicht auf den Planeten und das Universum revolutionieren. Was denkst du? Welche Theorie über die Antarktis erscheint dir am plausibelsten? Kommentiere unten und teile deine Gedanken mit uns. Vergiss nicht, diesen Artikel zu teilen, damit mehr Menschen sich mit den mysteriösen Geheimnissen der Antarktis auseinandersetzen. Abonniere unseren Kanal für mehr faszinierende Entdeckungen und Diskussionen. Die Antarktis bleibt eines der größten ungelösten Rätsel der Welt. Unter ihrem ewigen Eis verbergen sich Geheimnisse, die unser Verständnis von Geschichte, Technologie und sogar dem Ursprung der Menschheit herausfordern. Geheime Militärbasen, unterirdische Ruinen, UFO-Absturzstellen und verborgene Technologien. All das befeuert Spekulationen und Verschwörungstheorien, die viele für wahr halten. Warum sind so viele Zonen in der Antarktis für die Öffentlichkeit gesperrt? Welche Technologien oder Entdeckungen wollen die Weltmächte verbergen? Die wahren Antworten könnten unsere gesamte Sicht auf den Planeten und das Universum revolutionieren. Aber solange die Geheimnisse unter dem Eis verschlossen bleiben, müssen wir uns fragen: Was bleibt uns verborgen? Und was wird geschehen, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt?